ein bisschen schon. Ja, wieso das denn? Ja, es ist erst ein paar Tage später. Ja, ein bisschen kalt ist es schon. Also ich meine, wenn wir da mal schauen, RS6, das Ding Geht auf jeden Fall. ist ja schon richtig brutal. Ich fühle mich auch irgendwie minimal beobachtet hinter uns. Ja? Nee, glaube ich gar nicht. Aber viel wichtiger heute, Leute, ist, heute glaube ich, wird es extrem. Ja. Heute wird's extrem. Ich will es auch gar nicht allzu lang halten. Wir können mal einmal hier so durchlurchen, was da hinten steht. Vor allem, ich sage euch eins, Leute, ich habe schon irgendwie ein bisschen Schiss. Denn das Auto wurde noch nie bewegt. Mir wurde gerade so am Rande gesagt, ja, ich bin der Erste heute, der das Auto fahren wird. Dementsprechend, ich würde mal sagen, wir schauen mal rein und schauen mal, was da so rumsteht, oder? Ja. Hast du das Licht wieder richtig eingestellt, ja? Natürlich. Jedes Mal müssen wir den Cut machen, aber ist kein Problem. Ja. Mache ich ja gerne, weil dafür ist es ja dann die richtige Qualität, das richtige Licht, ne? Ich meine, also man muss ja hier dazu sagen, wir sind hier in der Ausbildungswerkstatt. Wie wär's eigentlich mal, Robert? Praktikum für uns beide? Oh, ja, das gerne. Aber ich glaube, die würden uns nach einem Tag schon wieder rausschmeißen, habe ich das Aber Gefühl. Das hat ja ein Praktikum an sich. Aber ich finde, hier kann man es auf jeden Fall aushalten. Ja? Ich meine, wenn du hier so ein bisschen schön an der Seite einen schönen RS3 hast, ja, oder hier ein RS5 oder da drüben ein RSQ8 oder da ein schöner gelber R8 Spider. Aber Leute, schau mal, da wartet schon jemand auf uns, beziehungsweise zwei. Hallo, grüß dich, Timo Engler. Grüß dich, Hallo. Michi. Herzlich willkommen. Ich freue mich richtig drauf. Er ist der Mann, der für dieses Projekt zuständig ist. Genau, richtig. Darf man so sagen, oder? Jawohl, richtig. Mit deinen ganzen Azubis zusammen. Genau, 12 Azubis in der Anzahl, Kfz-Mechatroniker, Karosseriebauer, Lackierer. Haben wir 2020 das Prachtstück letztendlich erstellt. Ja. Ich muss gestehen, ich habe noch nie zuvor von dem Auto gehört. Ja, das stimmt leider. Corona kam da uns leider ungünstig über den Weg. 2020 war geplant am Wörthersee der erste Auftritt mit dem Fahrzeug. Im März kam Corona, somit durfte man nicht an den Wörthersee gehen und seitdem steht das Fahrzeug leider hier und konnte nicht so würdig platziert werden, wie es eigentlich würdig wäre. Ne? Tolles Auto, Also heute. Ne? das Erste, was ich sagen muss, also ich meine, Leute, zieht euch das mal rein. Also das sieht, deswegen meinte ich gerade, der RS6 da draußen steht schon bullig da. Aber das hier ist halt einfach komplett Next Level. Und das muss man mal jetzt wirklich sagen, das steht hier extrem verrückt da. Aber noch verrückter seid eigentlich ihr, dass ihr sowas umgesetzt habt. Ja. Das ist ja Wahnsinn. War ein Hammerprojekt. Also vielleicht so von den technischen Details, der RS6, wie du siehst, steht ja schon bullig da. Er ist nochmal 7 cm in Summe breiter als der RS6, also 14 cm breiter als der A6, also was ja wirklich ein riesiges Stück ist. Das ist brutal hier, wenn man hier an der Seite schaut. Genau. Ich das mal rein. Vor allem das Geile ist ja, das ist schon so extrem breit und das ist... Die Aerodiscs, also das ganze Fahrzeug soll eine Hommage sein an der Audi 90 IMSA GTO, wo der Hans-Joachim Stuck und der Walter Röhrl gefahren sind. Neu interpretiertes Fahrzeug dazu und als Grundmodell der Standard RS6. Also es ist kein in dem Sinne Prototyp, das fährt auch richtig, ja, oder wie? Fährt richtig, ist ein Standard RS6 unten drunter und dann die Anbauteile konstruiert mit der technischen Entwicklung und der Designabteilung zusammen. Dann mittels 3D-Druck, also viel über den 3D-Drucker gedruckt krass. Und dann angebracht. Ja. Ach heftig, 3D-Druck, okay. Und das bedeutet motormäßig V8 Biturbomotor? V8 Biturbomotor, etwas leistungssteigert, also auf 705 PS, so wie auch der IMSA GTO gehabt hat. Okay. 900 Newtonmeter Drehmoment, also auch da im Getriebe noch etwas die Schraube hochgedreht, dass er einfach ein bisschen sportlicher kommt. Jawohl. Verrückt. Allein, schau mal, Robert, allein hier. Ich Genau meine, das so. ist so ein kleines Detail, aber was das ausmacht, wie viel bulliger das direkt gleich dasteht, boah, das ist schon wirklich heftig. Und das ist auch... Boah. Lufteinlässe, genau, haben wir noch hinkonstruiert, auch aus dem 3D-Drucker. Also sieht erstmal so aus, als ob es die komplette Motorhaube ist, aber nein, das ist hier ein 3D-Druckstück, was eingesetzt wurde, verspachtelt wurde und dann lackiert. Was? Also alles wirklich aus dem 3D-Drucker, auch hier der ganze Kotflügel. Ja, auch hier das an der Seite, Wahnsinn. Riesen Aufwand, muss man sagen. Also ein 3D-Druck kommt irgendwo so 40 auf 40 cm raus. Das heißt, der Kotflügel ist aus 4 Einzelstücke quasi wie ein Lego-Baustein, kann man sich vorstellen, zusammengesetzt, zusammen verklebt, angebracht am Fahrzeug und dann entsprechend verspachtelt und foliert jetzt in dem Fall. Ich sehe auf jeden Fall, wir haben hier einen Überrollkäfig, aber ich würde sagen, bevor wir uns den Innenraum anschauen, jetzt sehe ich es erst. Robert. Jawohl, echte Sidepipes. Keine Fake-Sidepipes. Das ist ja verrückt. Okay, jetzt, ihr habt dieses komplette Thema aber richtig umgesetzt, weil ihr könntet ja einfach sagen, okay, wir nehmen Endrohre bis nach hinten, einfach mal Sidepipes. Ich meine, Leute, es ist ein RS6. Eine RS6 mit Sidepipes.
Das ist ja verrückt. Das bedeutet, abgasanlagenmäßig haben wir da Cut und so weiter noch drin? Also wir haben den Vorcut noch verbaut, wir haben auch den OPF noch verbaut und Okay. dann geht ein Rohr durch bis ans Fersenblech. Am Fersenblech haben wir dann das Fahrzeug in der Mitte aufgetrennt, Ja. haben hinten einen eigenen Tunnel gebaut und gehen dann durch hochfeste Stähle, das muss man dazu sagen, durch den Schwellerbereich durch. Ja. Riesiger Aufwand, also hochfester Stahl, braucht man entsprechendes Werkzeug, dass wir da überhaupt durchkommen. Aber es ist natürlich vom Klangbild her, wird das definitiv anders sein als ein Mega, ja. normaler RS6. Wir Wie machen oft, nachher gern einen wie oft kleinen seid ihr jetzt mit dem Auto dann schon gefahren? Noch gar nicht, also das Fahrzeug steht wirklich hier. Wir haben nur statische Bilder bisher aufgenommen, dynamische Bilder werden wir heute Premiere erleben. Und ich soll das fahren, oder wie? Gerne. Robert, willst du vielleicht besser fahren? Gerne. Ja? Ich glaube, ich werde jetzt heute mal zum Kameramann. Also wenn das Auto noch nie bewegt worden ist, ich weiß nicht so recht. Ne? Vielleicht ist es besser, ich mache heute Kameramann, du fährst es, oder? Weil dann bin ich wenigstens raus aus dem Schneider. Ja, das ist ja, schau mal, geht's hier hinten weiter. Ist ja- Genauer Heckbereich kann man sagen, komplette Was ist- Paket, selber was gebaut, selber ist das denn? konstruiert. Das ist ja. Also das ist, ich komm echt nicht drauf. Vor allem, wenn wir wieder das Seitenteil anschauen. Ich meine, RS6. Schau dir das mal an. Das ist ja. Das ist heftig. Das ist richtig. Ihr seid echt. Also das Auto ist echt. Aber ihr seid der Wahnsinn. Hammer, ja, Azubis gebe ich gern weiter, also den dann Bombenjob macht. Was vielleicht auch nur ein Merkmal ist zum normalen RS6, er hat keine Ladekante, wie man typischerweise bei den Fahrzeugen kennt. Ja. Ne? Aber hier hat man sich Gedanken gemacht und hat die Ladekante weggemacht, hat quasi ein neues Teil konstruiert, wo Ja. auf die Heckklappe aufgesetzt wird, damit hier die Ladekante wegkommt. Gibt auch nochmal eine andere Optik im Heckbereich. Das ist ja verrückt. Auch oben der Flügel, der hier draufgesetzt ist, das ist. Ich meine, du siehst manche Autos, wo du dir einfach denkst, okay, das ist jetzt zu viel, aber egal wo du hinschaust, das sieht einfach sowas von abartig geil aus. Boah. Mega. Absolut, ja. Die Designer haben da einen Bombenjob gemacht, also die haben uns da massiv unterstützt und haben das Fahrzeug gezeichnet. Also wir waren dann auch überrascht, wo es nachher hier gestanden ist, Ja. wie es dann in real aussieht. Also vom Papier in Wirklichkeit, das war schon ein toller Moment, muss man sagen. Wahnsinn. Bauzeit war 9 Monate circa. Hatte leider Corona-bedingt die Azubis wechseln müssen. Die ersten Azubis haben dann Corona-bedingt ausgelernt gehabt vom Zeitversatz, haben neue Mannschaft bilden müssen und dann haben wir weitergebaut. Sonst wären wir etwas schneller vermutlich gewesen, aber Also 9 wenn du Monate mal wieder ein sowas zu paar Leute leisten. suchst, ne, so Azubi, also ich bin da gerne dran. So ein RS e-tron GT, richtig schön Breitbau auf GTO-Version, das wäre doch mal was Geiles, oder? Wird was gehen. Hä? Richtig schön, 1000 PS am besten noch. Da wird auf jeden Fall was gehen und ich glaube, noch mehr geht wahrscheinlich im Innenraum. Darf ich die Tür aufmachen? Na klar. Also hier sieht man die Recaro Podiumsitze. Ja, die kenne ich schon. Die sind, Genau. Robert, die sind richtig bequem. Du kannst mir glauben, die sind richtig bequem. Die haben halt einen geilen Halt. Schön komplett alles aus Carbon. Hast hier schön das ganze Alcantara. Was auch cooles Gimmick ist, was man so nicht kennt, man sieht sie auf dem Boden, da nicht das typische Licht, sondern man sieht jetzt gleich, das ist ein Video, was abläuft. Ne? Da ist ein kleiner Video-Abspieler geil. drin, der dann immer wieder in einer Dauerschleife das R6 GTO-Logo Mega. projiziert. Aber man muss sagen, innenraummäßig ist es eigentlich so gut wie Serie gehalten, Ja. bis auf klar Überrollkäfig, kompletter Überrollkäfig Ja. und die Podiumssitze, Genau, die richtig. Recaro-Sitze. Ja. Aber sonst Ist fällt ja mir jetzt nahezu auf den unverändert. ersten Blick, klar, natürlich hinten, wozu brauchst du auch hinten Sitze? Also ich meine, sind unnötig, ja. Wir haben natürlich einen ordentlichen Gepäckraum dann jetzt da hinten. Gut, die Aber- haben weichen müssen, weil man, wie gesagt, hier sitzt der Tunnel von unseren Sidepipes. Ja. Das heißt, wir haben hinten alles wegschneiden müssen und ein neues Tunnel bauen. Somit war klar. die Rückbank hatte weichen müssen an der Ist Stelle. ja unnötiges Gewicht sonst. Aber sonst ist eigentlich innenraummäßig Ja, sonst alles ist auch Serie. Also Serie, ja. tiefer entspannt. Ein paar Schalter on top für die Beleuchtung, was wir gerade vorne gesehen haben. Hinten haben wir noch so ein Flashlicht drin aus dem Rennsport. Habt ihr Wo man da fahrwerkmäßig irgendwas gemacht Er sonst? ist tiefer gelegt, ja, Ja. mittels Koppelstange. Also auch da in der Azubis selber die Koppelstangen, was verbaut sind im Luftfahrwerk, mit einem 3D-Drucker nachgedruckt in verkürzter Variante, sodass man quasi im Fahrwerk andere Werte übermitteln, dass er tiefer kommt. Okay. Verrückt. Und du bist dir immer noch sicher, dass ich das jetzt fahren soll? Natürlich. Ja gut, Robert. Dann würde ich sagen, hauen wir mal die Kameras rein, oder? Ja, Und dann reißen wir auf, oder? auf jeden Fall. Ja, ich bin so gespannt. Ich bin so heiß, sage ich dir. Auch wenn ich einfach nur das Auto jetzt noch 2 Stunden lang von außen einfach anschauen würde. Aber ich glaube, vom Fahren her mit den Sidepipes
Legen wir los, oder? Gut. Also, auf geht's. Top. So, geht's los? Ja. Also, auf geht's. RS6 GTO. Schauen wir Reiß mal auf. erst, Das dass ich sind die hier schönen reinkomme. Recaro-Sitze. Aber steht hier richtig schön RS6 GTO drauf. Also, Weißt du, dass wir die Ersten sind, die dieses Auto fahren? Wir zwei Hans Wurschen. ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee ist. Okay. Du kannst sie auch hinten reinsetzen, wenn du Ja. willst. Da könntest du dich reinlegen. Also, komm, schwing dich rein. Schau mal her, das ist ja tiefenentspannt. Ich bin ja mittlerweile, Das ist ja tiefenentspannt. Rennfahrer. Aber weißt du, was ganz wichtig ist? Du hast es nämlich schon gut gemacht. Also nicht wundern, Leute, der leuchtet wahrscheinlich jetzt alle Fehler hier auf, weil, wie es der Robert gerade gesagt hat, das Auto wurde noch nie bewegt. Es stehen zwar hier 4.344 Kilometer drauf, aber das Auto basiert ja auf einem normalen RS6 und wurde dann komplett umgebaut. Seitdem wurde dieses Auto noch nie gefahren. Was ich aber jetzt gerade sagen wollte, das Wichtigste ist, wir haben die Zündung nämlich schon an. Wir machen das Fenster nämlich runter. Und Das zwar wird abnormal. jetzt, Leute, zieht euch das mal rein. Okay, Das ist dann eine würde ich Ansage. sagen, Das ist eine verdammte boah, Ansage. hier ist aber jemand schon mal drinnen gesessen. Ja. Das war aber hier sportlich. So, schöne Oh, Digga. 4-Punkt-Gurte. Ist schon geil, wenn du in einem RS6 einfach mal in so Schalensitzen drinnen sitzt. Vor allem diese Recaro Podium, Ja, die sind abnormal geil. ja, sind mega. So, alles klar. Wo müssen wir jetzt halt lang? Ja, das weiß ich auch nicht mehr. Ja. Ich habe nicht zugehört. Und du? Ich auch nicht, aber ich glaube, den So. folgen wir jetzt halt. Kannst du es fassen? Wir zwei Deppen Hans Wurschen in einem RS6 GTO, der einzige weltweit, Ja, der einzige überhaupt. Und als erstes, der wurde hier nicht Probe gefahren, wir sind die Ersten, die fahren. Ja. Ich finde das so geisteskrank. Boah, ich bin so gespannt. Ich kann So. nicht mehr. Das Wichtigste, Fahrtrichtung beachten. Ich fahre doch eigentlich in die richtige Richtung, oder? Ja, keine Ahnung. Wie sieht es denn rechts aus? Also wir haben ja die Strecke eigentlich für uns. Ja, Von daher soll eigentlich keiner mehr kommen. hoffen wir es. Alter. Leute, V8 Biturbomotor und hier 705 PS. Und das Ganze mit Sidepipes. Vor allem, ich glaube, das halt hier halt einfach auch mal ganz. Ja, Entspannt. Alter, Mann. Boah, so, genau so muss sich ein RS6 anhören. Ach, ist das heftig. Boah. Okay, wir dürfen nicht durch die Schranke durch, hat Nee, er ja wir müssen gesagt. Hier, glaube ich, umdrehen. Boah, halt das ist ja heftig. Das ist ja Next Level. heftig. Das ist Next Level. Jetzt dürfen wir hier bis 100 beschleunigen. Er hat sogar gesagt 120 bis 130 km/h. Ich habe genau zugehört, weil ich extra Ja, gefragt habe, ob genau das da. 100 Meilen oder 100 km/h sind. Alter. Der dreht einfach durch. Boah. Er dreht einfach komplett Boah, durch. ist das krank. Boah, ist das geil. Boah, ist das geil, Mann. Spinnst du? Was zum Teufel ist das? Spinnst Boah, du? ist das heftig. Okay, wir fahren jetzt mal hier aber mal ganz entspannt rein. Ja, erstmal. Mal leicht hier mal das Fenster zu. Ja, weil es ist schon wirklich arschkalt, das muss man sagen. Ja, ganz so braucht man es ja nicht machen. Ja, nee. Weil wir wollen auch irgendwo Oh, die das V8. ist- Alter. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig. Schau mal hier, wenn es jetzt hier breiter wird, gehen wir jetzt mal hier. Zweiten raus. Alter, Mann. Ey, das ist echt krass. Also leistungsmäßig ist es, musst du sagen, perfekt. Und riechst du das? Ja. Das riecht halt einfach komplett neu. Ja, es brennt sich Das halt. brennt sich halt einfach frei. Alter, Mann. Also der Motor ist ja schon eingefahren, Ja, genau, aber die ganzen Sidepipes, die aber ganzen Teile. vor genau, allem, aber die ganzen Teile halt, ne? Da ist noch nie wirklich Hitze rangekommen. Boah. Alter, Der was? dritten Gang immer noch Wheelspin. Alter. Nicht dein Ernst, Mann. Nicht dein Ist das- Ernst. Boah. Und du hörst auch die Turbos ein bisschen. Ja. Aber wirklich sehr geil. Und wie du die hörst. Ich würde ja gerne hier so richtig schön rausbeschleunigen, aber ich sag dir eins, ich meine, das Auto wurde noch nie gefahren und wir wollen es auch wirklich komplett Gas lassen. Alter, Aber ich boah, sag dir Mann. eins, das macht echt komplett süchtig. Das ist Vor allem geil. aus dem dritten Gang, was da Dampf dahinter ist. Ist ja heftig. Warte, das waren wir das halt. Was ist das? Also das ist wirklich abnormal. Abartig.
Schau mal hier mal noch, mal hier aus dem ersten raus. Zieh es mal rein. Hier dampft es aber ganz schön hier drin. Schon, gell? Ja. Alter, hier raucht's irgendwo. Es riecht auch nicht gerade geil. Nee. It was at this moment that he knew. He fucked up. Alter, das raucht hier richtig, Mann. So, was rausfahren? Ja, Mann, ich fahr hier raus, weil das irgendwas dampft hier mal vom anderen Stern. Sag, das war keine gute Idee, uns zwei ans Wurschen hier reinzusetzen. So, alles gut, alles im Griff. Wir können wieder fahren. Wir fahren jetzt einfach noch eine Runde. Ja. Alles entspannt. Ja, das war nur der Auspuff. Sagen wir es mal so, der Auspuff brennt sich etwas frei. Man muss dazu sagen, das, was dahinter ist, das ist halt einfach Auspuff. Ja? Ja. Das ist ja da, wo das Sidepipe rausgeht. Ja, das ist ja überhaupt kein Stress. Deswegen fahren wir jetzt hier mit offenen Fenstern. Es hat ein bisschen zum Rauchen Ja, angefangen. das gehört so. Safety first, deswegen sind wir stehen geblieben. Wir machen jetzt hier nochmal eine Runde. Man muss ja dazu sagen, wir sind die einzigen gewesen, die das Auto bisher gefahren sind. Ja? Es ist bisher sonst noch nie jemand gefahren. Und das muss man jetzt zum Abschluss auch sagen. Unfassbar geile Arbeit von Audi, von den Azubis. Von den Azubis, Mann. Die Azubis haben das so geil gemacht. Die hier dieses Projekt ins Leben gerufen haben und was die dann umgesetzt haben. So eine weil geile nicht Vision, nur Mann. von außen, sondern auch innen hier richtig geil weiter auf Motorsport das Ganze getrimmt und dass man auch gesagt hat, man macht ein bisschen was an der Leistung und du hörst es auch an der Seite. Ja. Sidepipes, Sound und dass es raucht, bis alles vorbei ist. So geil. Das gehört so. Das ist einfach geil. Ja, jetzt will ich noch sagen, wir reißen ein bisschen auf. Ja, wir fahren jetzt hier nochmal einmal da um die Kurve rum, reißen nochmal einmal auf. Auf jeden Fall vielen Dank an Audi, dass wir hier dieses Auto fahren durften. ne? Unfassbar, Also Mann. muss man jetzt mal Unfassbar. wirklich sagen, ein großes Dankeschön. Das ist für uns wirklich eine große Ehre, Ja, dass wir als definitiv. allererstes hier dieses Auto fahren durften. Es steht seit Jahren schon bei Audi rum. Keiner konnte es bisher fahren und wir sind die Ersten gewesen. Und dementsprechend würde ich einfach sagen, wir gehen jetzt hier nochmal in den ersten Gang und reißen jetzt einfach nochmal zu einem Abschluss nochmal Ja, so ein Mann. bisschen auf, oder? Auf Und dann jeden würde ich Fall. sagen, Peace out, Leute. Bis zum nächsten Video wieder. Boah.